But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Rise together. So, einen wunderschönen, ich soll nicht immer so sagen, Mensch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Montag, den 27.07. Güllefass ist wieder heil. War ein bisschen schwierigere Geburt. Und zwar am Samstag, am Freitag kam gar kein Dichtungsring, weil der war wohl zu spät verschickt im Nachtversand oder so. Und am Samstag kam dann der falsche. Aber muss man sagen, hat die Werkstatt echt einen guten Job gemacht. Die haben dann alle Werkstätten hier in MV abtelefoniert und haben diesen Dichtungsring versucht zu bekommen. Und das haben sie hingekriegt und haben den Samstag auch eingebaut. Wir haben einen Probelauf gemacht. Da hat alles erstmal funktioniert. Warum der Dichtungsring kaputt gegangen ist, beziehungsweise es war ja der hydraulische Antrieb von der Vakuumpumpe und da ist ein Dichtungsring durchgedrückt. Warum das Ganze passiert ist, weiß kein Mensch. Normalerweise geht das nicht so schnell, aber wer weiß. Und dazu haben wir noch was anderes rausgefunden. Und zwar, der Trecker ist ja immer nicht mehr angesprungen, ne? Gerade wenn er warm war. Wir haben gedacht, das liegt am Trecker, aber gar nicht. Es lag am Güllefass. Und zwar war da auch ein Ventil beim Load Sensing kaputt. Und das hat dazu geführt, dass das, wenn der Trecker die Zündung angeht, das Fass instant sagt, ist klar, ich brauche jetzt Öl. Und das hat der Trecker nicht geschafft. Der hat nicht geschafft anzuspringen und gleichzeitig Öl zu pumpen. Ist logisch. Deshalb ist er ausgegangen oder ausgeblieben. Und wenn ihr euch fragt, was ist Load Sensing? Gute Frage. Load Sensing ist die intelligente Hydraulik eines Anbaugeräts oder das intelligente Hydrauliksystem ist. Sagen wir es so. Ich habe ja hier für dieses Güllefass nur noch 3 Hydraulikschläuche. Nicht mehr so ein ewiges Gedöns wie bei anderen Maschinen, sondern ich habe nur noch eine Steuerleitung, eine Pumpleitung und einen drucklosen Rücklauf. Das ganze System funktioniert wie folgt. Ne? Also man hat eine Steuerleitung, die ist ungefähr so klein, so groß. Und über diese Steuerleitung sagt das Fass dem Trecker, alles klar, ich brauche jetzt Öl. Wenn das der Fall ist, dann gibt der Trecker durch eine Pumpleitung, die ist so groß, gibt er das Fass Öl. So, und so steuert das Anbaugerät selbst sozusagen den Hydraulikfluss. Das heißt, man hat nicht irgendwie ständig Einheiten auf Druck, sondern immer nur dann, wenn das Fass wirklich Öl braucht, dann fordert das Öl an. Und das war eben der Defekt und der hat permanent Öl angefordert, weil ein kleines Ventil kaputt war und ein bisschen Öl durchgelassen hat. So, das ist Load Sensing, ich glaube, erstmal einfach erklärt. Wenn nicht, könnt ihr sicherlich auch bei Google oder so weiteres finden. Zum anderen, was wollte ich noch sagen? Zum anderen bin ich gespannt, wie es läuft. Wir wollen jetzt 2 Tage und 100 Hektar machen. Haben wir schon mal geschafft. 60 am Tag haben wir schon mal geschafft, aber das Ganze mit Mainzubringern und mit 3 von Mainzubringern, man weiß nicht, bei der Größe hier, der Schlag hat 105 Hektar, ob das mit 2 Stück reichen wird. Wir werden sehen. Wir haben ja einen von meinen Jungs und einen von dem Betrieb hier, ein LKW, die mich direkt anfahren. Gucken wir mal. Ich schmeiße jetzt erstmal gleich den Stream an. Fahren so vor uns hin. Und wenn ihr auch Bock habt, mal live dabei zu sein, dann folgt mir auch gerne auf Twitch. Und ich sage mal in 95%, wenn ich eine Maschine fahre, dann bin ich dann auch live. Also ihr könnt direkt dabei sein, Fragen stellen und so richtiges Feedback bekommen. Im Optimalfall haben wir 3 Kameras und ab und zu machen wir auch noch einen Drohnenflug, den ihr dann auch live verfolgen könnt. Also ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und wenn du darauf Bock hast, schau doch gerne mal vorbei. Und ansonsten, wenn nichts weiter passiert, sehen wir uns erstmal heute Abend wieder. Bis dann.
Es ist jetzt Dienstag früh. Gestern Abend war mein Akku von der Kamera leer. Deswegen muss ich dann heute mal ein bisschen Zusammenfassung von gestern machen. Gestern haben wir geschafft 1020 Kubik. Also lief wirklich gut. Heute haben wir noch mal genauso viel auf dem Plan und dann sind wir hier bei dem Kunden fertig. Parallel haben wir ja gestern angefangen mit Mähen, weil wir Heu machen wollen, und gestern hat es auch geregnet, aber ist egal, wir nehmen auf jeden Fall den Regen mit. Ist eine nette Sache und auf jeden Fall ist das auch eine nötige Sache. Von daher schauen wir mal, wie es heute läuft. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es ist Mittwoch früh. Wir wollten heute den Kunden fix fertig machen. Wären noch 2 Stunden gewesen. 150 Kubik, bisschen Vorgewende. Und was soll ich sagen? Es ist wie so oft mit moderner Landtechnik. Du stellst ein Gerät hin, und am nächsten Morgen wirst du es benutzen und es geht nicht mehr, weil irgendein Elektronikteil den Geist aufgegeben hat. Und so ist es auch wieder diesmal der Fall. Service kommt, aber vermutlich ist die Steuerbox vom Güllefass kaputt. Das Fass ist wie tot. Es funktioniert nichts mehr. Es wird mir grob ein bisschen was auf dem Display angezeigt, aber sämtliche Funktionen, es geht gar nichts mehr. Es gibt kein Notprogramm oder so. Also wenn die Elektronik nicht will, dann kannst du das Ding nur noch stehen lassen. Schade, wir haben auch ein bisschen zu tun noch. Sind auch parallel noch ein bisschen am Heu machen. Da fahre ich jetzt erstmal hin, gucken wir, wie es aussieht mit dem Heu. Muss jetzt erstmal auf den Service warten, der braucht mindestens eine Stunde, bis der hier ist. Bis später. Ich bin jetzt an der Fläche angekommen. Ziemlich windig, ich habe erstmal das Mikrofon fix ausgepackt. An der Fläche angekommen, die haben wir am Montag gemäht. Das ist ja eine von den Flächen, aber das ist die ertragsstärkste. Und gucken mir gerade das Heu an. Es sieht schon relativ gut aus. Wir haben natürlich hier noch feuchtes Gras dabei, aber es raschelt auch schon ein bisschen. Wir haben ja Mittwoch heute, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Und wir wollen ja Freitag pelletieren. Ich weiß nicht, wir gucken mal das Wetter. Vielleicht schicke ich Svenny nach dem Mittag nochmal los wenden, dann morgen nochmal wenden. Und dann müsste es Freitag soweit sein, dass wir bereit wären. Und wenn das dickste gut ist, ist das dünnste dann auch irgendwann gut. Also wenn das mit dem meisten Ertrag gut ist, dann ist das mit dem geringsten Ertrag auch gut. Deswegen ist das immer der beste Indikator, wenn man immer an den Stellen fährt, wo es am dicksten ist. Aber Qualität ist gut, vor allem es riecht auch extrem gut schon. Bin gespannt. Jetzt fahre ich noch als nächstes nochmal zum Grünland, weil ich überlege, am Montag wollen wir den 3. Schnitt machen. Ich überlege, das gleich im Moorgrünland nochmal mitzumachen. Dann hätten wir noch mal einen kompletten Schnitt vorm Mais und noch mal einen nach dem Mais. Dann würde es 5 Schnitte dieses Jahr geben. Aber dann ist das so. Damit wir es mal alles so ein bisschen synchronisiert bekommen mit den Schnitten. Ich habe ja diese Wiese ja schon zum neuen YouTube-Format AKF vorgestellt. Jetzt sind wir ja noch mal wieder 4 Tage weiter. Klar, es wächst ja jeden Tag, aber so eigentlich hätte ich gerne noch eine Woche länger gewartet. Eine Woche länger passt bei mir wieder schlecht. Also alles so ein bisschen, die hätte noch ein bisschen gebraucht. Also die hätte ruhig noch ein paar Tage gebraucht. Aber ich glaube, wir mähen die mit. Aber mähe ich die doch nicht mit. Ich bin da auch ziemlich unentschlossen, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben noch fast eine Woche. Bis dahin sieht das um einiges besser aus. Aber dann hätte man auch alle Flächen noch mal frei. Dann kann man noch mal Gärreste rauffahren. Dann kann man noch mal das Lager leer fahren vor dem Herbst. Das schafft auch ein bisschen Freiheit und Kapazität. Wo ist denn der Puschel? Da. Ja, Mensch, ich bin echt unentschlossen, was ich mache. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen. Keine Ahnung. So, und weil das mein Lieblingsziel momentan ist, bin ich nochmal kurz zu den Sonnenblumen gefahren. Und wessen Lieblingsziel ist es auch noch? Ja, es ist Lisa. Schnell aus dem Büro geholt. Und wir freuen uns schon seit Ewigkeiten auf die Sonnenblumenblüte. Ja, jetzt geht's langsam los. Hier vorne ist eine Stelle, die ist wirklich schon weit, da sind die schon ein bisschen weiter, aber der restliche Punkt ist noch so ein bisschen verschlossen. Aber ich denke, zum Wochenende stehen wir alle in der Blüte, noch nicht in der vollen, aber es sieht schon toll aus. Also wenn man das jetzt schon so sieht, ist schon mal ein anderes Stück Landwirtschaft wieder. Was man so noch nicht kennt und gesehen hat. Es ist jetzt kurz nach Mittag, ungefähr 14 Uhr. Ich habe jetzt Svenny losgeschickt. Wir haben noch ein bisschen das Wetter abgewartet. Wie man es so ein bisschen im Hintergrund sehen kann, ist doch sehr durchwachsen und kühl. Und da im Hintergrund, auf der ganz anderen Seite fährt er.
ja, auf jeden Fall nochmal auseinanderwerfen und in der Hoffnung, es trocknet bis Freitag vernünftig durch. Morgen soll es ja wärmer werden und ich bin da auch guter Dinge, dass wir es bis Freitag trocken bekommen. Aber es ist auch teilweise echt dickes Futter. Ich muss ja immer wieder mal drin umher pükern. Also es ist teilweise auch echt dickes Futter, also es liegt super dick. Wir werden sehen, ob wir es trocken bekommen. Ich mache jetzt erstmal ein paar Drohnenaufnahmen, weil hinterher kann man auf jeden Fall ein gutes Video draus machen, wie wir die Pellets herstellen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich erstmal die Aufnahmen. Dann sehen wir später weiter. Im Anschluss werde ich nachher noch mit Detlef bei einem Motor Öl wechseln für die Biogasanlage und die Kompensatoren tauschen. Was Kompensatoren sind, das zeige ich euch nachher und das erzähle ich euch nachher, wofür die gut sind. Und bis später. Es ist jetzt Freitagmittag, mein fast heil, schon eine Stunde heil, aber wir haben das jetzt so mit dem Kunden hier abgesprochen, dass wir nach Mittag anfangen. Muss man ja auch alles ein bisschen planen können. Steuerbox war kaputt, ich habe jetzt eine neue, jetzt geht wieder alles. Jetzt hoffen wir, dass das mal hält, das sind hier 250 Kubik maximal noch zu fahren. Das Heu trocknet, sieht vorzüglich aus, war ich vorhin noch mal gucken. Morgen früh werden wir es noch mal kurz anwenden an den Zonen am Wald. Dann fangen wir es an zu schwaden und ab morgen Mittag ist dann die Primus da. Biogas hatten wir heute auch wieder allerhand zu tun. Gestern noch mal einen Ölwechsel gemacht, aber der Ölwechsel wurde dann doch ein bisschen komplexer als gedacht. Der lief nicht durch, also der lief digital nicht durch. Konnten ihn nicht weiterschalten. Und heute Nacht hat der, also da gibt es so eine Steuerung, die sozusagen immer Öl nachgibt, wenn dem Motor Öl fehlt. Der Motor hat ja eine eigene Ölreserve, aber es hängt noch ein zusätzlicher 40 Liter Tank sozusagen mit in dem Container und an der Wand dran. Und dieser Behälter wird da komplett in den Motor reingedrückt. Der Motor schaltet natürlich sofort ab wegen Ölmax. Heute Morgen haben wir uns auf die Störungssuche gemacht und haben dann auch erstmal einen Teil gefunden. Wir machen jetzt den Ölstand mit manuell erstmal. Das heißt, der hat ja einen normalen Ölvorrat und hat eine Min- und eine Max-Anzeige. Und da muss ich halt jetzt täglich mal ein bisschen nachgucken, vielleicht ein bisschen was nachdosieren. So lassen wir es erstmal laufen, bis wir das Teil da wechseln können, diesen Geber. Für Ölmin ist das ja. Ja. Da haben wir tatsächlich gestern 2 Stunden und heute nochmal 2 Stunden dran gesessen. Das ist immer das, ne? Viel gearbeitet, wenig geschafft. Wir fahren jetzt erstmal los, dann kommt auch gleich der erste Zubringer. Heute sind wir mit unserem schwarzen Kotte hier. Ja, geben wir erstmal Gas. Ich schmeiß gleich den Stream an. Ciao, ciao. Habe ich vorhin Freitag gesagt? Es ist Donnerstag. Komme ich da drauf? Wir haben noch einen ganzen Tag. So, da sind wir wieder heute auf dem Freitag. Wir haben heute Morgen einen Ersatzhäcksler geholt für unser, ja, ein bisschen Öl undicht oder ist da ein bisschen undicht. Aber die Werkstatt hat keine Kapazitäten. Haben wir erstmal einen Krone Big X 87. Und zum anderen sind wir jetzt am Heu pelletieren. Die Primus ist vorhin angekommen. Da ist das gute Stück. So sieht das Heu aus. Ist wirklich wunderbar trocken geworden. Ne? Raschelt richtig schön. Ist richtig schön durchgetrocknet. Ja, wie gesagt, Fahrer hat wohl noch ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ich hoffe, die kriegt er jetzt gleich im Griff. Und dann läuft das Ganze und dann wird es dazu natürlich auch nochmal ein extra Video geben. Ja, dann gucken wir erstmal, ob es läuft und dann sehen wir uns später. Wir haben inzwischen die Abendsonne. Der Fahrer hat jetzt 5 Stunden probiert, mit der Primus das Heu zu pelletieren. Und
Und hat irgendwie, ja, funktioniert einfach nicht. Ja, der zieht das da nicht durch, sammelt sich ständig irgendwas an und dann, ja, muss er erstmal wieder freipulen. Jetzt machen wir noch einen allerletzten Versuch und fahren nochmal eine andere Wiese an, wo die Gräserzusammensetzung ein bisschen anders ist. Ist natürlich enttäuschend, weil gerade da ist das absolut perfekte Gras. Also ich weiß nicht, ob mir jemals schon mal so ein Heu gelungen ist. Perfektes Wetter, perfektes Gras, die Zusammensetzung, die ist, oh Gott, das sieht so aus, Leute. Wie im Laden Bergwiesenheu. Das sieht so perfekt aus. Enttäuschend, fahren wir erstmal hin. So, jetzt probiert er halt Ungeschwadetes aufzunehmen, glaube ich. Habe ich das Gefühl, um zu gucken, ob er mit ganz wenig besser zurechtkommt. Naja. So, wir haben das Ganze jetzt noch mal auf einem anderen Stück probiert. Leider nichts geworden. Daneben uns steht er. Da steht das gute Ding. Wir wissen auch nicht, der Fahrer weiß auch nicht so recht, woran es liegt. Will da einfach nicht durch. Morgen probieren wir es noch mal im Stroh. Parallel müssen wir natürlich jetzt das Ganze auf Quaderballen pressen. Das war ja so nicht geplant und ich bin morgen auch mit Detlef alleine. Müssen wir natürlich gucken, wie wir es hinkriegen. Ne? Sonntag soll es regnen und bis dahin müssen wenigstens die ganzen Quaderballen auf dem Hof liegen und zugedeckt sein. Das wird natürlich wieder eine anstrengende Sache. Alles klar, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, gönne mir mal ein Bierchen und dann schlafen wir mal eine Runde. Bis dann. So, schönen guten Morgen. Wir müssen ja noch den Vlog von letzter Woche abschließen. Wir hatten ja die Prämuster am Freitag und am Samstag mussten dann aber feststellen, und der Fahrer auch, dass das Ding im Heu so 0,0 funktioniert. Also vielleicht 200 Kilo ging da durch. Und der Fahrer hat wirklich gekämpft wie ein Löwe. Da war nicht mehr drin, ne? Also muss man sagen, seitens Krone, das Ding ist ja bei Weitem noch nicht marktreif. Stroh haben wir dann sein lassen, da der Fahrer meinte, ja, die funktioniert nicht einwandfrei, das könnte zu Komplikationen kommen. Und weil das Ganze auch nicht auf unserem Feld gewesen wäre, sondern auf dem Nachbarbetrieb, da hätten wir uns ja sozusagen ein bisschen Stroh ausgeliehen zum Pelletieren. Haben es ganz sein lassen, ne? Also haben es dann auch nicht weiter verfolgt. Zudem war es auch so, ab Freitagabend ging es mir richtig mies. Also ich habe Schüttelfrost gehabt und ja, totale Kreislaufprobleme. Der Arzt meinte, könnte wohl ein Virus sein oder könnte wohl ein Virus gewesen sein. Und so haben wir erstmal notgedrungen am Wochenende, am Samstag, überall Rundballen draus gemacht, weil es sollte regnen und es hat auch geregnet, zwar nicht viel, aber für die Heuqualität wäre es schlecht gewesen. Eine Quaderballenpresse ließ sich so schnell nicht auftreiben, Rundballen aber wohl schon, und da bin ich ganz froh, dass der Nachbarbetrieb mir da echt unter die Arme gegriffen hat. Wir hatten zwar im Vorfeld Plan B mit dem Lohner besprochen, der die Prämos stellt, dass er dann auch kurzfristig eine Quaderballenpresse hat. Hatte er aber nicht. Gut, ist manchmal so, kann man nicht ändern. Erstmal haben wir Rundballen und würden uns jetzt kümmern, das im Nachgang vielleicht zu Pellets aufarbeiten zu lassen. Vielleicht irgendwo stationär oder irgendwo eine andere Lösung. Werden wir sehen. Das ist natürlich schade, wir haben jetzt einen Haufen Heuballen zu liegen. Muss man jetzt erstmal gucken, dass man die auch los wird. Qualität ist wirklich super. Kann man hier so sehen, also die Qualität ist wirklich vorzüglich, ne? War tatsächlich auch so trocken schon, dass es ein bisschen gebrochen ist beim Pressen. Also bin auch super zufrieden. Ja, aber das mit der Prämus ist wirklich enttäuschend, muss man schon sagen. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es da Probleme oder so, aber dann habe ich gedacht, die kommen vielleicht von uns, weil das Heu nicht richtig trocken ist oder so, aber das war alles perfekt. Wir sind da tatsächlich nochmal zu einer anderen Wiese gefahren und haben nochmal andere Heu probiert, was so ein bisschen strohiger war. Ging auch nicht. Ging komplett da nicht durch und das Heu war wie aus dem Bilderbuch, ne? Das war ziemlich perfekt. Tja, das war erstmal das zur letzten Woche. Wir haben ja heute Montag früh und ich muss auch gleich mal den Vlog für nächste Woche aufnehmen. Ja, und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns aus dieser Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und lasst mir auch ein Abo da. Wäre eine ziemlich nette Sache.
dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.